Wie gründe ich ein Unternehmen in Dubai? Was ist der Ablaufprozess? Wie wandere ich aus? Das ist heute das Thema von diesem Video. Erstmal so der erste Schritt, was ist so meistens so der Schritt 1? Genau, also an sich jedes Business fängt ja damit an, einen Businessplan zu haben. Wenn du jetzt keinen Bock hast, irgendwie 100 oder 200 Seiten einen Businessplan zu schreiben, dann mach dir zumindest mal mit dem Business Model Canvas grobe Gedanken, was sind denn eigentlich die Bereiche in deinem Unternehmen? Das fängt jetzt erstmal an, was ist deine Value Proposition? Wer sind deine Kunden? Was möchtest du diesen Kunden denn eigentlich anbieten? Das sollten erstmal so die Grundzüge sein für den Gründungsprozess. Das heißt, später muss man sich Gedanken machen, mit welchen Partnern möchte man da arbeiten. Da ist zum Beispiel in Gründung einer der Partner. Dann einer der wichtigen Punkte, wie verdienst du eigentlich Geld? Das ist vor allem dann auch später für die Banken wichtig und auch bei der Rechnungsstellung für die Lizenzausstellung, als auch was sind deine Kostenpunkte. Und eins der großen Kostenpunkte, wenn du jetzt beispielsweise in Europa gründest, ist halt Steuer. Das ist einer der größten Kostenstellen. Und da machen dann halt viele Unternehmer den Schritt dann ins Ausland, wo sie dann sagen, hey, ich gehe irgendwie zum Beispiel jetzt nach Dubai, um dann halt eben zu gründen. Das heißt, der erste Schritt ist dann erstmal Klarheit. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. Wie war das bei dir damals? Für mich war, also ich wusste, ich bin so oder so ortsunabhängig von meiner Dienstleistung. Ja. Für mich hat es dann keinen Sinn gemacht, in Deutschland zu bleiben und wollte es auch bürokratisch entspannter haben. Rechtlich, alles Mögliche war, also die ganzen Punkte, die für Dubai sprechen, waren für mich interessant. Und von daher war für mich klar, es geht auf jeden Fall ins Ausland. Und für mich war nur noch die Frage, okay, welches Land, welches Setup kommt in Frage? Und ich denke, das ist dann ja auch so der erste Schritt, dass man überlegt, naja, was für ein Konstrukt habe ich aktuell und wie kann ich das Konstrukt, kann ich das da lassen? Muss man das vielleicht beenden? Und dann die anderen drumherum aufbauen. Ich denke, das ist auch immer das, was als erstes geklärt werden muss. Und auch die Frage, will ich komplett auswandern oder will ich nicht komplett auswandern? Und habe ich vielleicht schon eine Holding, habe ich nicht eine Holding? Das waren so die Themen, wie ich das am smartesten aufbauen kann. Und ich glaube, das ist dann ja auch immer so ein bisschen individuell von Person zu Person. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ja, ist richtig. Aber wenn man natürlich schon eine Holding hat, was ich jetzt nicht hatte in Deutschland und schon irgendwie mehrere Standorte, vielleicht sogar auch von außerhalb von Deutschland, da muss man natürlich erstmal Klarheit haben, hey, was geht denn überhaupt rechtlich? Weil wenn man selbstständig ist, dann kann man oder noch ein Gewerbe hat, ein Einzelunternehmen, kann man es ja recht schnell beenden. Aber sobald man schon eine GmbH hat, schon irgendwie einen Markennamen hat oder ähnliches, wird es ja schon wiederum ein bisschen komplizierter. Ja, oder eine Firmenstruktur, weißt du, jetzt wenn du Holding hast du natürlich die Möglichkeit, mit der Holding als Mutterfirma sozusagen eine Tochter dann auch im Ausland zu gründen. Oder du machst es andersrum, dass du dann zum Beispiel sagst, jetzt wenn du noch keine Holding hast, eine Holding hier zu gründen und dann Tochterfirmen im Ausland oder zum Beispiel in Deutschland zu gründen. Das sind halt Sachen, die muss man halt auch mal mit einem Steuerberater besprechen, weil ist ja auch Thema Wegzugsbesteuerung. In welcher Reihenfolge mache ich denn die Schritte? Das heißt, das sollte man jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf überstürzen. Man braucht einen Plan. Ich habe mich da auch beraten lassen, du ja auch. Und da muss man halt einfach zusehen, dass man die Schritte auch in der richtigen Reihenfolge geht. Und nach der Klarheit ist halt eben ganz klar Steuerberater klären, wenn man jetzt zum Beispiel auswandern möchte. Bei uns beiden war es ja so, wir wollten ja dann nach Dubai. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die wollen ja trotzdem jetzt, weil Familie, Freunde und so weiter in Deutschland sind, vielleicht nur was hier gründen, weil das Business an sich jetzt nicht zwangsläufig in Deutschland sitzen muss, aber dann der Firmensitz beispielsweise im Ausland ist. Und so war es ja eigentlich bei dir am Anfang auch geplant. Genau. Das heißt, darüber muss man Klarheit haben und dann geht es los in die verschiedenen Firmenmöglichkeiten an Arten von Firmen, die man ja hat. Wir haben ja die Freezone, wir haben ja die Mainland, wir haben Offshore-Firmen und je nachdem, für was man sich entscheidet, ist der Gründungsprozess ja auch ein bisschen unterschiedlich, soweit ich das jetzt weiß. Also ich kenne den jetzt von der Freezone. Da ist es so, okay, man fängt an mit der Lizenz, dann, wenn man die Lizenz hat, kann man sich ein Visum ausstellen. Ja, also die Firma braucht erst danach noch eine sogenannte Establishment Card. Die Establishment Card ist im Wesentlichen bei der Immigrationsbehörde die Erlaubnis, dass diese Firma auch Visa sponsern kann. Bei der Freezone ist es jetzt beispielsweise auch so, dass dann eine Freezone explizite Visa Allocations braucht. Also du kannst jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie 500 Leute da sponsern. Das muss alles dann auch wieder entsprechend bei deiner Lizenz vermerkt sein und du brauchst die Office und Facilities dafür, um dann halt auch eben diese Visa Allocations bekommen zu können. Die Schritte, die habe ich alle gemacht, aber natürlich jetzt auch noch nicht unzählige Male. Das heißt, dann hast du den Punkt mit den ganzen Establishment Card, Facilities und so weiter und so fort. Und dann hast du das Visa. Und wenn du dein Visa hast, dann kannst du dich, sage ich jetzt mal, bewerben oder dich darum kümmern, dass du auch ein Bankkonto bekommst. Korrekt. Aber im Vorfeld da auf jeden Fall das Video zum Bankkonto anschauen. Ja. Im Vorfeld sicherstellen,
dass du auch die richtigen Lizenzen hast, dass das alles vorher richtig korrekt abgelaufen ist, weil sonst machst du wieder einen Schritt zurück. Den Fehler hatte ich. Wie gesagt, Video gerne dazu anschauen. Und dann hat man das Bankkonto. So, und dann geht es eigentlich los und man kann richtig Business machen. Genau. Also, wie du gerade schon sagst, bei der Freezone kannst du an sich den Prozess auch schon im Ausland starten. Das heißt, du bist jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wir machen schon mal die Lizenz ready und dann kriegst du ein sogenanntes Entry-Visa. Das Entry-Visa gibt dir sozusagen die Erlaubnis nicht als Tourist, so wie wir es halt als Deutsche kennen. Wir reisen irgendwie in ein Land, bekommen so einen Stempel in den Pass, fragen uns, was ist eigentlich der Stempel? Das ist ein Visa on Arrival, also als Tourist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Firma schon hast und dann kannst du mit der Establishment Card quasi beantragen, dass du direkt als Investor, Owner, Partner, Angestellter, was auch immer oder Dependent hier einreist, sodass du nicht als Tourist, sondern direkt als richtiger Visa-Status dann sozusagen einreist. Und dann ist der Visumsprozess aber erst begonnen und noch nicht abgeschlossen. Da muss noch ein sogenannter Medical Check gemacht werden. Hattest du ja auch. Dann fahren wir da irgendwo hin, dauert bei uns in der Regel ca. 20 Minuten, dann ist die Sache erledigt, kein Anstehen. Und dann wird halt, wie gesagt, einmal Blut abgenommen, dann Lunge geröntgt und dann, weil es halt so kurz geht, machen wir in der Regel, weil es auch in der gleichen Location praktischerweise ist, Biometrics. Biometrics heißt, dass dann die Fingerabdrücke genommen werden, damit du eben deine Emirates-ID bekommst. Also es gibt auch verschiedene Verfahren. Es gibt das sogenannte VIP-Verfahren und das Non-VIP-Verfahren. Bei einem Non-VIP-Verfahren kannst du da schon mal wochenlang damit rechnen, warten zu müssen, bis das halt eben fertig ist. Und da muss man auch aufpassen, es gibt manche Nationalitäten, die kriegen nur 30 Tage, wenn man jetzt zum Beispiel als Tourist einreist, Visa on Arrival. Und wenn man da Overstay macht, dann kann man richtig Probleme bekommen. Strafen können da anfallen. Also von daher ist da sinnvoll, dass man das halt auch vorher vernünftig plant, dass es da halt zu keinem Problem kommt. Also das war jetzt so Freezone, das ist ja auch relativ ähnlich irgendwo auch zu der Mainland. Was sind nochmal konkret die Unterschiede? Wie ist das dann bei der Mainland? Also wo ist da der Unterschied? Bei einer Mainland-Firma ist es so, da bereiten wir die Dokumente an sich nur vor, aber die Gründungsdokumente müssen hier vor Ort nass unterschrieben werden. Das heißt, wir holen dich dann vom Flughafen hier ab, fahren dich dann zur Behörde und das ist an sich auch kein großer Aufwand. Die Dokumente sind vorbereitet. An sich ist es auch keine Überraschung, was da zu gründen ist. Haben wir alles vorher besprochen und dann unterschreibst du im Wesentlichen die Gründungsdokumente. Dafür geht es dafür viel schneller. Also wir hatten jetzt gerade heute Morgen wieder den Fall, da hatten wir einen Kunden, wir waren gegen 10 Uhr beim DED, Department of Economic Development in Dubai, also sozusagen das Wirtschaftsministerium und 11 oder 11.30 Uhr war dann auch die Lizenz komplett ausgestellt. Es gibt andere, die behaupten dann, dass das irgendwie ewig dauert. Ja. Bei Mainland geht das tatsächlich sogar sehr, sehr schnell. Ich sag mal in 5 bis 7 Werktagen, wenn man Puffer einplant, ist das Ganze fertig. Also an sich brauchen wir 3 Stunden dafür. Wenn du mal zusammenrechnest, vielleicht eine halbe Stunde für die Gründungsdokumente unterschreiben, dann fahren wir dich zum Hotel, hol dich nochmal ab. Dann Medical, lass es 20, 30 Minuten dauern. Biometric, lass mal nochmal eine halbe Stunde dauern. Und dann entweder kommt der Banker dann zu dir ins Hotel oder zu uns Büro, wo es auch immer für dich am komfortabelsten ist. Und dann ist die Gründung an sich fertig. Dazwischen muss man halt einfach mal warten, weil du bist halt komplett digital. Ne? Wenn da mal ein Systemerror ist oder mal ein System down ist, dann dauert das halt mal einen Tag länger. Von daher da lieber ein bisschen Puffer einplanen und nicht kurz auf knapp kommen, sondern lieber mal 1, 2 Tage kommen. Oder Feiertage. Bei mir waren es die Feiertage, die einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und dann ist hier auch erstmal Ruhe. Also dann arbeiten die Behörden nicht. Also das muss man halt alles berücksichtigen. Also man kann auch jetzt, Ramadan. Kommt jetzt auch bald. Ramadan, dann ist auch alles langsamer. Man muss hier auch immer diese ganzen Zeiten berücksichtigen. Das ist nicht wie in Deutschland, wo das vielleicht immer komplett strikt reguliert ist. Aber wobei, ich meine, die deutschen Behörden sind wesentlich langsamer, aus meiner Erfahrung. Und arbeiten noch nicht so lange. Ja. Also ich habe auch in Deutschland schon ein Unternehmen gegründet und da habe ich nach 6 oder 9 Monaten nicht mal eine Steuernummer bekommen. Also 6 oder Monate Feedback. nicht. Ja, Feedback, so, da fast so nach und dann kam, ja, aktuell wegen, was weiß ich, Corona oder sonst was, dauert das so und so lange. Und du sitzt da und also das ist ein ganz anderes Thema. Aber im Verhältnis, nochmal erwähnt, Dubai ist schon aus meiner Erfahrung wesentlich schneller, als was die deutschen Behörden sind. Als ich meine GmbH damals in Deutschland gegründet hatte, ich glaube, wir haben 9 Monate oder sowas gewartet, bis das dann halt ready war und wir von der Deutschen Bank unser Geschäftskonto ausgestellt bekommen haben. Also das war wirklich, kannst an sich ein Jahr vorher planen, bis du dann halt loslegen möchtest. Und gerade als kleines Unternehmen oder Startup, da hast du halt irgendwie gar keinen Bock, so lange zu warten. Teilweise hast du nicht die Cash-Reserven, um so lange zu warten und deswegen macht so eine Gründung dann halt auch in Dubai Sinn, weil das geht halt schnell. Was unterscheidet nochmal eine Offshore-Firma dann von der Mainland und Freezone? Ist der Gründungsprozess da anders oder wie ist das da? Also wenn man sich das jetzt mal als so eine Art Kuchen vorstellt, ist es so, du hast jetzt Mainland, alle Firmen, die jetzt so in UAE sind, da ist ein Teil davon Freezone, das ist quasi eine Sonderverwaltungszone, wo Sonderregularien gelten und innerhalb von den Freezones gibt es nochmal spezielle Freezones und das sind halt eben die Offshore-Firmen. Okay. Und eine Offshore-Firma ist streng genommen jetzt anonym. Ja? Also du hast einen Generalsekretär bei der Offshore, der ist irgendwo sichtbar, aber an sich ist es halt sehr, sehr ein anonymes Konstrukt, macht aber auch erst wirklich ab gewissen Volumina Sinn. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1 Million mal abhebst oder sowas, dann machen die Konstrukte von einer Offshore-Firma Sinn. Können wir gerne mal ein separates Video zu machen, weil das
ist für die meisten an sich Overkill. Also das macht halt wirklich nur in den allerwenigsten Sinn, eine Offshore-Firma auch zu gründen dann. Ja, dann sind das die verschiedenen Abläufe von Freezone, Mainland, Offshore. Zu dem Holding-Konstrukt, wenn man schon sehr, sehr viel in Deutschland hat, werden wir nochmal ein separates Video machen. Ja. Das auch nochmal anzeichnen, weil das haben wir schon drüber gesprochen, ist komplexer. Aber grundsätzlich ist das der Ablauf. Haben wir irgendwas vergessen, Julian? Wenn du dich jetzt in Deutschland abmelden möchtest, bitte achte darauf, dass du dir vorher vielleicht noch ein paar Bankkonten dazu holst. Auf keinen Fall die Bankkonten schließen. Weil sobald du dich erstmal in Deutschland abgemeldet hast, ist es fast unmöglich, in Deutschland nochmal ein Bankkonto zu bekommen. Und wisst es ja selbst, wenn ihr jetzt beispielsweise Versicherungen oder irgendwelche Verträge laufen habt, sehr, sehr schwierig, mit einer ausländischen IBAN da irgendwelche Abbuchungen zu machen. Das heißt, die fragen dann meistens nach einer deutschen Bankverbindung. Von daher lieber als Backup nochmal ein paar Bankkonten auf Reserve in Deutschland machen. Als Privatbankkonto ist es in Deutschland ja nicht so schwierig. Das lege ich wirklich jedem ans Herz. Gegebenenfalls, wenn man investieren möchte, nochmal gucken, vielleicht auch wegen Krediten. Das wäre nochmal so ein Seitenhinweis. Aber ansonsten, bevor man dann halt auch wirklich den Schritt ins Ausland geht, macht die Sachen sauber. Das heißt, du musst dann schauen, was machst du mit der deutschen GmbH? Überträgst du das an jemanden oder machst du die Firma platt? Meldest du es dann ab? Das heißt, was machst du mit deinen Immobilien? Du kannst potenziell auch mit den Firmen in Dubai, sowohl Mainland als auch Freezone, kannst du andere Firmen halten, als vermögensverwaltende Holding streng genommen oder auch Immobilien. Das kann jetzt auch in Deutschland zum Beispiel sein. Darüber muss man sich halt Gedanken machen. Und wenn man danach hierher kommt, was passiert denn mit den Firmen? Thema Testament. Hier gibt es das sogenannte Scharia-Law, das dann quasi alles an deinen nächstverwandtesten Mann ist. Also es kann der Bruder sein, es kann der Onkel sein, Vater. Das sind auch so Sachen, worüber man sich zumindest mal Gedanken gemacht haben soll, wie auch bei der Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung. Das ist halt an sich hier auch Themen, wo man sich separat nochmal drum kümmern sollte. Ich denke, das war jetzt ein guter Einblick. Wenn es dazu Fragen gibt, was den Ablauf angeht, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, eine Dubai-Firma zu haben, eine Dubai-Struktur, sei es auch eine Holding irgendwie in Dubai zu gründen, das ist nochmal ein separates Thema, dann schreib uns gerne, komm gerne in Kontakt mit uns, lass dich gerne einmal beraten, wie das Ganze bei dir ganz konkret aussehen kann. Schreib uns gerne deine Erfahrung rein, wenn du schon selber eine Firma hast, da vielleicht auch gerade irgendwie nicht weiterkommen solltest, wieso, weshalb auch immer, kannst du uns auch gerne einmal schreiben. Ansonsten gehört das letzte Wort auch mal dir. Hast du noch irgendwie abschließende Worte? Wenn du deine Firma hier gründen möchtest, sieh zu, dass du einen vertrauensvollen Partner hast. Fall nicht auf die Log-Angebote rein, überstürze das Ganze nicht, versuch's nicht auf eigene Faust. Wir bieten dir ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch, von daher nutz gerne die Chance, weil wir wollen dir wirklich helfen, hier einen sauberen und ordentlichen Schritt nach Dubai zu gehen, so wie wir es uns eigentlich damals gewünscht hätten. Genau. Das war's soweit und wir sehen uns dann im nächsten Video.